Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute zeige ich euch unter anderem, wie ihr hier sowas machen könnt, so eine Bushcraft-Garderobe. Wir haben hier aber immer noch Unwetter, jetzt zieht schon wieder Regen auf. Ich werde jetzt erstmal schnell einen Tarp spannen, ein Lager bauen und dann melde ich mich wieder. So, das Tarp steht. Jetzt habe ich erstmal einen trockenen Unterschlupf, dann kann es auch regnen, dann kann ich schön weiterfilmen. Ja, und jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich mir mit den Hölzchen ausgedacht habe und wozu man das alles benutzen kann. Ja, warum geht es heute eigentlich hier in dem Video? Und zwar geht das wieder um die Buchenholzklötzchen mit dem Loch, und zwar aber diesmal eine andere Verwendung, vielleicht sogar auch als Spanner. Habe mir da wieder was ausgedacht. Ursprung der Geschichte war eigentlich diese Rucksackaufhängung, die ihr am Anfang gesehen habt. Da habe ich mir immer überlegt, ja, wenn der Rucksack hing, wohin mit der Jacke, wenn keine Äste waren. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ja Mensch, aber du verschenkst ja auch den ganzen Platz über dem Rucksack. Du könntest doch da gleich an die Schnur noch einen Haken machen. Ja, und so habe ich dann gebastelt und bin jetzt hier auf die Lösung gekommen. 2 Klötzchen, habt ihr vielleicht schon in der Einführung gesehen. Ja, und der eigentliche Trick ist eigentlich der, ist egal wofür ihr das nehmt, ihr könnt das Hölzchen justieren. Ich wollte mir auch schon mal so einen Bushcraft Organizer machen, wo ich dann praktisch hier die ganzen Ausrüstungsgegenstände anhängen, wenn kein passender Ast vorhanden ist, ohne mir ein Holz suchen zu müssen oder einen alten Totholzstamm, wo noch genügend dran ist. Ja, aber man konnte es eben nie machen, weil natürlich kann man die auf das Paracord fehlen, aber man hat dann immer die Knoten fix. Und wir kennen es ja alle, die Baumstämme sind unterschiedlich dick, es sind immer wieder andere Längen, andere Anforderungen. Also hat es kaum Sinn gemacht, irgendwie da was Starres zu machen. Das war mir alles nicht flexibel genug. Ja, und dann habe ich getüftelt, bin auf die Idee gekommen und bin da jetzt sehr mit zufrieden. Deswegen will ich euch das auch nicht vorenthalten und mache hier mal ein Video darüber. Ja, die erste Anwendung wäre genau jetzt, und zwar möchte ich gerne meine Ausrüstung aufhängen. Da habe ich mir natürlich auch schon was gebaut. Schnell raussuchen hier. So, und zwar das hier. Das sind eigentlich mehr oder minder 6 Buchenholzstückchen auf der Schnur. Hier habe ich eine Schlaufe dran und das ist mein Bushcraft Organizer, und wie man den verwendet, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, und zwar möchte ich gerne meine Ausrüstung jetzt hier so anhängen, dass die so ein bisschen unterm Tarp ist. Das heißt, ich mache mir den Hänger mal vom Baum hier so rein. Das will ich mal ausprobieren. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal meine Schnur, mache die um den Baum und ziehe die wie immer mit dem Einholz fest. Dazu nehme ich die Schlaufe, halte die Klötzchen wieder fest und gehe damit um den Baum.
gerade durch. Das kennt ihr ja schon. Und fest. So, jetzt kommt die Befestigung. Und zwar geht ihr einfach bis dahin, wo ihr den ersten Klotz haben wollt und dreht das Paracord hier einfach rum und schon ist der Klotz fest. Und wenn er in die Richtung zieht, ist es wie ein Spanner, dann ist es da auch wieder fest. Öffnen könnt ihr das Ganze ganz leicht, indem ihr einfach die Schlinge hier rüber zieht und schon ist das Ganze weg. Das heißt, ihr könnt schön flexibel euch Befestigung machen. Ich gehe jetzt mal noch ein Stück rein hier wegen dem Regen. Drehe einmal rum. So, ein Stück hoch. Das erste Holz. Dann machen wir hier mal den zweiten. Ich glaube 3 oder 4 brauche ich bloß. Die Rest lasse ich dann einfach weg. Hier den dritten. Und den vierten. Ruckzuck geht das. So sieht das Ganze jetzt aus. Da ist die Halterung. Da kommt das erste Klötzchen, das zweite, das dritte und das vierte. Wenn die Abstände nicht passen, wie gesagt, der Vorteil ist ja wirklich, ihr könnt es wunderbar verschieben, jederzeit nochmal und das anpassen. Ich habe mir jetzt schnell noch hier einen von meinen Heringen eingeschlagen und weil es regnet, wollte ich das so ein bisschen schräg hängen haben. Und dann sieht das Ganze so aus. Da hängt die Ausrüstung und alles ist regengeschützt unter dem Tarp. Ja, ich koche mir mal schnell noch einen Kaffee nebenbei. Wie ihr seht, ist das absolut praktisch hier mit dem Organizer. Das war genau die Sache, die mir eigentlich schon immer gefehlt hat, weil meistens haben doch irgendwie Äste gefehlt. An dem Lagerplatz ist halt nie so bilderbuchmäßig, wie es sein soll. Und das Ding wiegt nicht viel, also das sind 3 Meter Paracord plus die leichten Buchenholzklötzchen. Ja, also für mich eine super Lösung. Das andere ist natürlich noch diese Buschkraft-Garderobe, nenne ich es mal, mit dem Rucksack und der Jacke oben drüber. Das ist auch so eine Sache, die mich ja schon eine ganze Weile nervt, weil immer irgendwie die Äste fehlen, weil ich nie was anhängen konnte. Also das Ding ist jetzt für mich auch gelöst. Das werde ich euch jetzt nochmal genauer erklären. Die Buschkraft-Garderobe habe ich aus 4 Meter Paracord gemacht. Hier oben habt ihr eine Schlinge. Dann kommt der erste Buchenholzstift. Der hat 6 cm Länge. Der ist ein bisschen länger. Erzähle auch gleich warum. Hat wieder eine Stärke von 12 mm. So, wenn ihr das Ganze am Baum dann festspannt, so, und der Rucksack hier unten hängt ja schwerer, dann dreht sich der Klotz. Wir wollen aber einen Klotz, der gerade ist und vielleicht auch noch ein Stück vom Baum absteht. Deswegen habe ich hier unten einfach noch mit der Rundfeile 1 cm vorm Schluss nochmal eine Nut gefeilt. Und da kann man dann hier so das Paracord, oh, jetzt rutscht mir das weg, so, das Paracord reinlegen, praktisch so, und das bleibt dann da drin. Hat den Vorteil, dass die Schnur natürlich den Stift gerade zieht und gleichzeitig auch vom Stamm weg. Das heißt, das obere Teil,
könnt ihr benutzen, um die Jacke anzuhängen und die Mütze. Ja, und unten ist dann etwas stärkerer Buchenholzstift für den Rucksack. Der ist 7 cm lang und da habe ich genommen 15 mm Buchenrundholz, damit es ein bisschen stabiler ist. Ja, und an dem kann man eigentlich auch sehr schön sehen, wie das funktioniert. Ob bei den dünnen oder beim großen Stift ist eigentlich egal. Wenn ihr das so habt, je nach Position, dreht ihr das hier einmal so rein. Zack, und zieht es an und schon ist der Stift fest. Nach oben lässt er sich immer noch bewegen, das heißt, ihr könnt dann auch anpassen. Sobald Zug drauf kommt, ist der wieder fest. Egal wie schwer das Gewicht war, lösen könnt ihr es ganz einfach nachher. Ihr nehmt einfach hier die Schlaufe, zieht die hier rüber und schon ist der Stift wieder beweglich. Ich mache es nochmal. Festmachen, einfach hier so reindrehen, zack, und schon ist der Stift fest. Lose machen, hier rüber ziehen und der Stift ist entriegelt. Ich benutze es jetzt auch, um einen Tab direkt am Baum festzumachen, zum Beispiel die Diamantform. Da habe ich mir das genauso gemacht. Hier habe ich den Spanner, der kommt um den Baum. Da muss es nur einhängen, festziehen, dann ist das Stück am Baum schon fix. Ja, und je nachdem, ihr wisst selber, ob ihr das Tab direkt am Baum haben wollt oder doch lieber ein Stück weg, könnt ihr das hier ganz gemütlich einstellen. Dann macht ihr wieder den Schlag hier rum und schon hängt das Tab fest am Baum und lösen lässt sich es auf die gleiche Art und Weise. Ja, wie ihr seht, eine praktische Sache. Das ist genau noch eine Geschichte, die mir gefehlt hatte. Habe ich lange dran rumgetüftelt, aber das Problem habe ich jetzt auch gelöst und es ist vielfältig einsetzbar für viele Dinge. Ja, und auch der Bushcraft Organizer, wer kennt es nicht? Bäume ohne Äste, ihr könnt alles anhängen. Also ich finde, ist eine super Sache und diese verstellbaren Spanner kann man für alles Mögliche benutzen. Ich denke, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, die Funktionsweise ist soweit klar geworden. Wenn nicht, schreibt es einfach in die Kommentare, weil ich wollte jetzt nicht nochmal die Hölzchen da absägen und bohren, ist eigentlich alles dasselbe. Nur, dass bei der Garderobe der eine Klotz halt ein bisschen länger ist und diese mit der Rundpfeile, diese Nut da reingehört. Ja, und der andere ist halt dicker und die Bohrungen sind nach wie vor alle 5 mm. Und ich habe das Ganze natürlich wieder in Pflanzenöl, in heißen, eingelegt, um das schön zu imprägnieren. Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier die Natur genießen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Macht's gut. Ciao.